letzten Stadium des Zweiten Weltkriegs führte die deutsche Wehrmacht eine bemerkenswerte Waffe ein, den Jagdpanzer 38. Entwickelt und produziert im Protektorat Böhmen und Mähren, verwendete der Jagdpanzer 38 ein modifiziertes Chassis des tschechischen Panzerkampfwagens 38T, was ihm beeindruckende Feuerkraft und Mobilität verlieh. Die Produktion begann Anfang 1944 in den Fabriken Böhmisch-Mährische Maschinenfabrik und Škoda. Hunderte wurden monatlich hergestellt. Bewaffnet mit einer 7,5 cm Hauptkanone und einem 7,92 mm Maschinengewehr erwies sich der Jagdpanzer 38 als formidabel an sowohl der Ost- als auch der Westfront. Sein niedriges Profil und die geneigte Panzerung machten ihn schwer zu erkennen und schützten vor Feindfeuer. Sogar Hitler lobte ihn als einen der größten Erfolge in der Waffentechnik dieses Krieges. Trotz seiner Stärken hatte der Jagdpanzer 38 eine Schwäche: seine Seitenpanzerung. Mit nur 20 mm war sie vergleichsweise dünn und machte den Hetzer anfällig für Angriffe von der Seite. Eine bemerkenswerte Eigenschaft des Jagdpanzers 38 war das ferngesteuerte 7,92 mm Maschinengewehr auf dem Dach, das vom Kommandant aus bedient werden konnte. Nach dem Krieg setzte Škoda die Produktion fort. Modelle wie der Panzerjäger G13 dienten bis in die 1970er Jahre in der Schweizer Armee. Der Jagdpanzer 38 war ein wesentlicher Bestandteil deutscher Panzerabwehrstrategien. Er wurde auf beiden Fronten eingesetzt und bewährte sich in Abwehr- sowie in Angriffsoperationen. Ja Leute, wir haben heute hier mal was ganz Besonderes gefunden, und zwar ein Panzerhetzer aus dem Zweiten Weltkrieg von den Deutschen, und wir haben hier gerade ein paar Einheimische eben mit denen gesprochen, und es ist sogar möglich, hier in den Panzer reinzugehen. Das wussten wir gar nicht, dass man das hier darf, aber ein kleiner Junge ist jetzt schon hier drin und den werden wir uns auch gleich nochmal hier anschauen. Sind schon mal ringsrum gegangen, haben den hier soweit aufgenommen. Der ist auch ziemlich groß, man denkt eigentlich gar nicht, man kann jetzt sogar die Kanone bewegen. Tatsächlich, da, guck mal, das funktioniert auch. Die Kanone lässt sich bewegen, das ist ja klasse. Funktioniert alles noch. Ja, also wir können hier sogar rein. Wir haben gerade nachgefragt, sonst hätten wir uns das wahrscheinlich gar nicht getraut, hier vorbildlichen, aber man darf das hier explizit hier reingehen. Und wir haben das gerade schon einmal gesehen. Und zwar kann man sogar jetzt hier drin die Kanone einmal bewegen. Wir gucken erstmal eben kurz hier rein, dann übergebe ich die Kamera dann gleich mal Melanie. Und dann kann ich das draußen auch noch mal zeigen. Also das ist richtig krass hier. Gut, hier ist halt natürlich viel ausgebaut einfach. Ja, hier hört Melanie klopfen, das ist trotz alledem fühlt man sich irgendwie nicht ganz so sicher. Ja, und ich weiß es gerade nicht, aber das werden wir euch hier nochmal einblenden, wie viele Soldaten hier drin gewesen sind. Bestimmt mindestens 3 Stück. Ja, hier ist die Kanone halt. Hier ist halt noch komplett leichtgängig das Ganze. Wir haben hier auch eine kleine Plakette drauf. 78150. Ich meine, der Hetzer hat eine 75 mm Kanone gehabt. Und hier können wir echt
den Neigungs... Ja, ihr seht es ja hier drin schon. Genau, ich gehe mal ein bisschen weiter zurück. Dann seht ihr, dass man das hier bewegen kann, die Kanone. Hier an der Seite werden die Granaten gelagert worden sein. Gab es wahrscheinlich auf der Seite auch. Hier saß der Fahrer und da habt ihr noch die Pedale. Hier ist, da hat man hier praktisch so einen Spiegel drin gehabt, wo es ihm möglich gewesen ist, hier rauszuschauen und entsprechend zu fahren. Und hier seht ihr auch mal die Stärke der Panzerplatte. Ja, schwer zu sagen jetzt, wie viel das ist. 5-6 cm vielleicht. Ja, hier wird Periskop gewesen sein. Ja, hier der Motorraum, das ist alles sehr, sehr beengt. Aber so ein Panzer hat man auch zum Ende des Krieges halt noch viel im Einsatz gehabt, weil die halt auch leichter in der Produktion waren. Auch nicht mehr so teuer. Weil man hat ja jetzt hier praktisch ein starres Geschütz verbaut und ohne Turm. Und da wäre halt deutlich mehr Mechanik auch notwendig gewesen, was das Ganze natürlich auch komplexer im Bau des Ganzen gemacht hätte und dann halt entsprechend teuer. Wir werden jetzt mal die Kamera rausgeben an Melanie und die kann das hier nochmal aufnehmen, wie das von außen aussieht. So, schottendicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eures Interesse an der Geschichte des Jagdpanzers 38. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr über militärische Geschichte und Technologien erfahren möchtet, abonniert gerne unseren Kanal und lasst uns wissen, welche Themen euch interessieren. Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Video wiederzusehen. Bis dahin und viele Grüße.